Du riechst. Ach nee, das war ich. Entschuldigung. Und deshalb zeigen wir euch jetzt 9 Tipps und Tricks, wie ihr euch unterwegs duschen und frisch halten könnt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Vielen Dank für alle neu dazugekommenen Abonnenten und für alle treuen Abonnenten, die bei uns geblieben sind. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Jeremy. Und ich bin Stefanie. Und das hier ist unser selbst ausgebauter Van Olaf. Wir reisen Vollzeit durch Europa seit November 2019 und zeigen euch auf diesem YouTube-Kanal wertvolle Tipps und Tricks zum Vanlife. Wie machen wir dies, wie machen wir das und zeigen euch hier und da mal ein paar schöne Aufnahmen und Vlogs aus unserem Leben. Genug gelabert. Los geht's! Die erste und zugleich die häufigste Art, wie wir unterwegs duschen, ist die klassische Campingdusche. Diese umfasst 8 Liter, ist eine Solar-Campingdusche. Ist ganz einfach, man dreht die hier auf, füllt Wasser oben rein, dreht die zu, pumpt und hat dann auch ordentlich Druck. Jetzt nur Halbmast. Der Vorteil bei dieser Dusche ist, wenn man sie füllt und in die Sonne stellt und dann so einen halben Tag wartet, hat man am Abend richtig gutes Wasser. Wir benutzen die meistens auch, um unser Geschirr abzuwaschen, wenn wir gerade sonst kein Wasser haben. Momentan haben wir da frisches Wasser reingefüllt und ich möchte duschen. Und das ist auch immer so was, so, ja, ich bin gleichzeitig noch ultra müde. Deshalb Fresh. das Meer wäre wärmer. Die Dusche findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Das größte Problem, wenn man ja duscht, ist, man kann in einem Bus nicht unbegrenzt Wasser mitnehmen. Aber wenn man mal bedenkt, was man zu Hause in seiner Dusche braucht, wenn man einmal duschen geht, das sind schon einige Liter, die man braucht. Nutzt doch einfach das natürliche Wasser, was um euch rum ist. Geht ins Meer baden oder in einen See und ihr braucht genau 0 Liter Wasser. Nachdem ihr im Meer baden wart, seid ihr vielleicht ein bisschen salzig, dann könnt ihr euch kurz mit Süßwasser abwaschen oder legt euch einfach mit Salzwasser ins Bett. Salz hat noch niemandem geschadet. Willst du nicht deinen Bauch einziehen? Das sieht ja aus. Der ist eingezogen. Im Zuge unserer Recherche haben wir im Internet natürlich diverse Optionen gefunden, wo man duschen kann, gewisse Webseiten, die einzelne Plätze aufgelistet haben und haben uns gefragt, wieso gibt es eigentlich nicht so eine App wie Park4Night einfach nur für Duschen? Und da kommt ein ganz wichtiges Stichwort, denn vor einem Monat ist die Webseite showerme.app live gegangen. Die Webseite befindet sich noch im Aufbau und gibt noch hier und da einen Fehler, aber die App funktioniert und die funktioniert wirklich gut. Es sind noch nicht viele Plätze drin, aber Park4Night hat auch mal mit einem Stellplatz angefangen und deshalb bitten wir euch in diesem Zuge, wenn ihr im Van unterwegs seid oder irgendwie mit Dachzelt oder Rucksack und ab und zu mal Bock auf eine Dusche habt, meldet euch an bei der App, tragt eure Duschen ein, wenn ihr eine findet. Ihr habt Informationen in der App, wo sich die Dusche befindet, ihr könnt Bilder hochladen, ihr könnt Bewertungen abgeben, ihr habt Details, was es sonst noch gibt in den Duschen. Die Registrierung für die Seite ist absolut kostenlos und laut Hersteller haben die momentan schon angefangen an einer Mobile-Version zu arbeiten. Das heißt, es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die Mobile-App erscheint und deshalb bitten wir euch, teilt die Duschen. Wir kommen zu dem nächsten Punkt und ihr werdet das nicht glauben, der ist so einfach, das kennt ihr sicher alle schon, mit dem Waschlappen. Diejenigen unter euch, welche hart im Nehmen sind, die können natürlich sich kalt im Bus mit dem Waschlappen
von unten bis oben reinigen. Die Warmdusche unter euch, welche wie ich übrigens gerne warm duschen oder sich warm waschen auf jeden Fall. Ich finde, der ganze Dreck geht dann auch richtig schön runter. Die können dann natürlich einen Topf nehmen, warm Wasser aufsetzen und dann ab die Post. Der Topf ist übrigens so groß, dass ich selbst meine Haare darin waschen kann. Beim warmen Wasser erhitzen benötigt ihr nur 2 bis 3 Liter, wer so viel braucht. Wir brauchen manchmal sogar weniger. Es geht ja nur darum, den Waschlappen richtig feucht machen zu können und dann nochmals abzuwaschen. Und beim Erhitzen achtet doch darauf, dass das Wasser Körpertemperatur hat oder zumindest nicht zu heiß ist, damit ihr euch erstens nicht verbrennt und zweitens Sprit sparen könnt, respektive sonst irgendwie Gas oder mit was das ihr feuert. Die Leute gucken uns immer saublöde an, wenn wir ihnen sagen, dass wir hier im Bus eine Dusche haben. Ja, wir haben eine Dusche. Respektive wir müssten sie noch kurz vorher aufbauen. Deswegen es ist nicht ganz so einfach so zu duschen. Aber für den Notfall, wie wir das auch schon hatten, nämlich jetzt im Winter, als wir in den heißen Schwefelquellen baden waren und ja, es war kalt war draußen und wir drinnen noch uns komplett von oben bis unten abduschen mussten, ja, hat sich's gelohnt, allemal. Und wir zeigen euch jetzt noch kurz, wie das geht. Nein, das ist keine Leuchtweste, das ist nämlich ein faltbares Kinderplanschbecken. Wie gesagt, faltbar und nicht aufblasbar, deswegen kann man es einfach gleich wieder zusammenklappen, wenn das wieder getrocknet ist. Erhältlich in diversen Sportgeschäften. Ja, das ist sechseckig und passt somit genau hier zwischen Küchenzeile und Klotruhe. Welch ein Zufall! So, und dann noch einen schicken Duschvorhang. Da sieht man mal, wie lange wir den schon nicht mehr gebraucht haben. Weil die hier werden ja eigentlich gedacht für Duschvorhänge, sind aber gar nicht die, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich diese kleinen Metallhaken hier. Also müssen wir den kurz runternehmen. Es sind Haken mit Klammern am Ende. Genau. Wer braucht schon eine Dusche? Völlig überbewertet. Absolut. Einmal noch hier, genau. Und das ist dann so knapp, ganz knapp der letzte. So, wie funktioniert es jetzt mit dem Duschen hier? Ganz einfach, wir nehmen unsere Campingdusche, tun da Wasser rein. Wenn ihr kein heißes Wasser habt, könnt ihr das natürlich aufkochen und dann in die Campingdusche geben. Dann können wir die hier hinstellen. Am besten noch ein dreckiges Handtuch irgendwie am Boden, falls da irgendwas ausrinnt. Schlauch nehmen, da oben reinhängen, duschen. Das Kinderplanschbecken ist wasserdicht, Vorhang wasserdicht. Und ich muss sagen, also man hat hier schon genug Platz, um sich zu waschen. Hier auf der Sitzbank können wir die Seife tun. Man kann natürlich auch den ganzen Vorhang drehen, sodass die Öffnung bei uns zur Küche zeigt. Also man könnte jetzt auch noch, wenn man einen Wasserhahn in der Küche verbaut hat, den man rausziehen kann, den gleich als Duschbrause nehmen. Und man hat die Möglichkeit, gleich auf der Küchenablage Seife, Rasierer und das ganze Zeugs da hinzustellen. Jo. Jo. Und aus ökologischen Gründen empfehlen wir euch, eine biologisch abbaubare Seife zu verwenden. Wir haben jetzt hier den Seifenblock, mit dem kann man Körper, Haare gleichzeitig waschen, sowie auch rasieren. Super einfach. Denn am Schluss müsst ihr das Seifenwasser irgendwie entsorgen, welches ihr benutzt habt, und das könnt ihr danach einfach wieder ins Erdreich auskippen. Man hätte gleichzeitig beim Duschvorhang auch noch die Möglichkeit, diesen an den Hintertüren zu befestigen. Und zwar, wenn man solche Flügeltüren hat wie wir, könnte man den einfach da oben einmal einhängen und bei der anderen Tür einmal einhängen. Haben wir einmal ausprobiert, als wir den Olaf noch nicht ganz ausgebaut haben. Mittlerweile ist da bei uns so ganz viel Zeugs, das nicht nass werden sollte. Deshalb haben wir auf diese Variante verzichtet und handhaben das nicht mehr so. Sind wir doch mal ehrlich. Ich glaube, jeder von uns weiß inzwischen schon, dass wir nicht jeden Tag duschen sollten. Erstens ist es nicht gesund für den pH-Wert der Haut und zweitens, ja, wenn man unterwegs ist, dann verbraucht man auch doch des Öfteren Wasser und das will man ja doch sparen. Ne? Deshalb hier ein paar kleine Tipps am Rande.
Und zwar, duscht euch nur, wenn es unbedingt nötig ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr stinkt oder wenn ihr euch unwohl fühlt. Versucht auch, nicht immer jeden Tag Deo zu benutzen. Reduziert den Gebrauch von Deo, denn der reagiert auch mit der Kleidung, mit dem Schweiß und alles zusammen. Habe ich das Gefühl, stinke ich dann auch mehr, wenn ich Deo verwende, wie wenn ich den einfach weglasse und dann dusche, wenn es notwendig ist. Speziell in meinem Fall ist es noch so, ich habe Neurodermitis und Dysarthrosis. Das bedeutet, ich sollte mich nicht zu oft mit Süßwasser waschen. Das trocknet die Haut zusätzlich aus. Ich sollte dann wieder mehr eincremen und das in allem ist nicht so eine gute Idee. Die zusätzlichen Stoffe in den Cremes, Deos, Körperlotionen, die reagieren dann zusätzlich wieder mit dem Hauttalg, mit dem Schweiß, es gibt einfach kein gutes Hautgefühl, respektive es reagiert dann wieder so, dass man sich öfters duschen muss oder Hände waschen. Und jetzt noch kurz zum Punkt Haare waschen. Für alle diejenigen, die lange Haare haben oder sonst irgendwie Bedenken, unterwegs ihre Haare zu waschen. Versucht es doch mal, die Haare weniger oft zu waschen. Ich weiß, es benötigt ein wenig Eingewöhnungszeit, aber mittlerweile wasche ich nur noch einmal die Woche die Haare mit einem Shampoo, respektive mit Seife. Dazwischen, wenn ich das Gefühl habe, sie sind schmutzig, also durch irgendwie Wind, Sand, Abgase, was auch immer. Und auch dann nur mit klarem Wasser, ohne irgendwelche Zusätze. Alles in allem macht es so das Leben natürlich einfacher. Der nächste und wahrscheinlich einer der einfachsten Punkte ist natürlich, wenn man vor der Haustüre eine Stranddusche hat. Sieht man ganz oft bei Stränden, die ein bisschen belebter sind, bei Surf-Hotspots gibt es viele Duschen. Man muss nur darauf achten, im Winter sind viele Duschen ausgeschaltet wegen der Frostgefahr. Aber ich denke mal, ganz im Süden Spaniens oder auch hier in Griechenland findet man da und da mal eine Dusche, die funktioniert. Eine weitere ganz einfache Möglichkeit, unterwegs zu duschen, ist folgende. Kauft euch 2 PET-Flaschen Wasser. Die eine trinkt ihr und die Flasche könnt ihr wegschmeißen. Bitte auf korrektes Recycling achten. Und nehmt den Deckel davon aber mit. Folgendes. Füllt die Flasche, stellt sie in die Sonne. Die hartgesottenen natürlich, die nehmen einfach kaltes Wasser. Könnt ihr verschließen. Sobald ihr dann duschen wollt, schraubt ihr den ab und schraubt den anderen Deckel drauf. Diesen habt ihr zuvor, da muss ich mal hinzoomen, diesen habt ihr zuvor mit diversen kleinen Löchern präpariert. Und wenn ihr den hier drauf schraubt, dann schau mal, wie schön es abläuft. Dann kann man duschen. Und man möchte es nicht glauben, aber so eine 1,5 Liter Flasche hält verdammt lange, wenn man ganz kleine Löcher reinmacht. Wenn ihr natürlich unterwegs ganz nette Freunde kennenlernt oder sonst Leute, die euch mit nach Hause nehmen, also nicht böse gemeint, sondern damit ihr bei denen duschen könnt, dann nutzt dieses Angebot auch. Das gibt's natürlich. Oder fragt Freunde und Verwandte, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, wo ihr Freunde und Verwandte habt. In der Nähe, wir sind in Griechenland. Wo haben wir Freunde und Verwandte in der Nähe? Alle Menschen sind unsere Freunde. Kommen wir zum letzten und gleichzeitig nachhaltigsten Punkt, wie man unterwegs duschen kann. Wartet einfach mal auf einen Tag, wo es so richtig schüttet, richtig runterregnet und stellt euch einfach raus. Am besten habt ihr dann noch so eine Plane, wo das Wasser ein bisschen gesammelt wird und dann, wenn ihr so tough seid wie Stefanie, stellt euch einfach da runter. Es erfrischt und belebt die Sinne. Ich bin eine klassische Warmduscherin, das funktioniert nur, wenn es warm genug ist draußen. Auch nur, wenn es 30 Grad hat, so wie ihr es hier gerade gesehen habt. Das waren unsere 9 Tipps zum Thema Duschen und sich frisch halten im Vanlife. Und jetzt seid ihr gefragt, wie haltet ihr euch unterwegs frisch? Wie duscht ihr? Oder teilt es uns mit in den Kommentaren und basht rein, was das Zeug hält. Und falls ihr sehen wollt, wie wir unseren schönen Olaf ausgebaut haben, das haben wir alles schön dokumentiert und gefilmt und in diese Playlist hier gepackt. Und wenn ihr den absolut schönsten Strand von Griechenland sehen wollt, dann klickt euch dort unten auf das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!